Element Fischen und es ist Update Time. Wir bekommen ein großes, doch recht großes Update. Viele, ja, einige Balance Patches, nice to have Verbesserungen und die gehen wir jetzt in aller Ruhe mal durch. Doch einige überraschende Sachen dabei und heiße erwartete. Gerade bei den Balance Patches. Das schauen wir uns jetzt mal an. By the way, wir sind jetzt 2 Monate im Spiel. Ja, was soll ich sagen? Und sie bekommen es immer noch nicht gebacken, hier ein Deutsch-Patch rauszubringen für das Update, für die Update-Notiz. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen armselig vom Publisher hier. Englisch, wir haben Englisch, Chinesisch, Koreanisch. Wo ist da bitteschön? Wo sind da die anderen Sprachen? Also das kannst du theoretisch auch durch den Google Translator hauen und tust es posten. Wenigstens du hast eine Notiz. Ich meine, mir ist es egal, aber es gibt viele, die des Englischen nicht mächtig sind. Und die möchten natürlich ihre Landessprache, nicht nur in Deutsch, auch gerade in Spanisch und Französisch, wie auch die Brasilianer in Portugiesisch. Hätten die da schon gern was gehabt. Sei es drum, mal schauen, vielleicht bei der nächsten Update-Nachricht. Ja, heute schauen wir uns mal an, was denn so auf uns zukommt im nächsten Patch. Also starten wir mit den Balance Patches und wir sehen schon, alle Spezialisten bekommen einen, ja, Nerf. Kann man sagen. Oder aber auch Zeit. Oder die sind ja so OP, die Spezialisten. Schauen wir mal, was dabei ist. Also Wasser, Feuer, Licht. Die Effektrate wurde um 10% runtergeschraubt. Ja, der Wasserspezialist kann nicht länger blockieren. Vom Skill wurde gestrichen. Bei Feuer auch die Effektrate reduziert. Dann beim Baum-Spezialist, den finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so OP. Für Verbündete, die unter einem Heal-Block stehen, da wird der geglänzt, also wird der Healblock entfernt und sie bekommt 30% zusätzliche Heilung. Okay. Aber warum jetzt nur bei einem Heal-Block? Ja. Weiß man nicht. Also ist auf jeden Fall ein Buff. Der bekommt einen Buff. Der Baumspezialist. Aber halt nur unter Heal-Block bekommen die Unit zusätzliche Heilung. Ja, weiß nicht. Kleiner Buff. Kleiner Buff. So, der Dark. Aside from Drone Attacks. Also die Drohnenangriffe können nicht mehr critten. Ein Glancing. Und können nicht gekontert werden. Okay. Also beim Dark Spezialist Side from the Drone Index. Also außer den Drohnenattacken können also die Attacken vom Dark Spezialist nicht critten, nicht glänzen und können nicht gekontert werden. Okay. Also außer die Drohnenattacke mit seinem Skill. Und er bekommt was dazu. Jedes Mal, wenn eine Drohnenattacke einen Feind trifft und da paralysieren, wird auch die Attack was? Es steigert deine Angriffskraft um 100%, kann um 3 mal 100%
bis zu dreimal 100% Angriffskraftsteigerung. Das ist ja. Das ist aber echt ein großer Buff. Okay, dafür wurde aber der Multiplier, der Damage Multiplier, runtergeschraubt von 700 auf 400%. Also Paralysis quasi, wenn er im Stun ist. Wir schauen uns das gerade mal an. Wo haben wir den Dark-Spezialisten? Da. Okay. Der Skill. Feuer ein elektromagnetisches Projektil auf den Feind mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%, eine Runde Lähmung anzuwenden. Ja. Also alles außer diesem Skill, weil hier setzen wir die Drohnen ein. Also Skill für Skill 1 und für nach deinem Angriff feuert eine Drohne einen Laserstrahl ab. Okay, die Drohne kann nicht kritisieren oder ausweichen und kann nicht gekontert werden. Okay, und dem Skill, weil der zweite Skill, das sind die Drohnen, die wir einsetzen. Dafür gilt dieser Buff nicht. Ja. Cool. Coole Sache. Also der Dark bekommt einen Buff. Habe ihn ehrlich gesagt auch nicht so viel in Action gesehen bisher, den Dark-Spezialisten. Deswegen wahrscheinlich auch der Buff. Ja, wie weit das jetzt ist, müssen wir mal abwarten. Weil, wie gesagt, der Multiplier 300% runtergeschraubt, das ist schon recht viel. Okay, er steckt sich hoch, einmal 100%. Das heißt, die 300%, die wir hier beim Multiplier verlieren, bekommen wir hier eigentlich wieder dazu. Die Angriffskraft steigert sich um 300%. Gesteckt. Also eigentlich, weiß ich, ob das überhaupt ein Buff darstellen wird hier. Also der zusätzliche Effekt. Oder ob es einfach nur 0 auf 0 ausgeht. Ja, werden wir dann sehen. Wenn es soweit ist. Also ich habe natürlich keinen Dark-Spezialist. Aber wenn wir ihn dann irgendwo in der Arena treffen. Jetzt wird es interessant. Twin Blades, da habe ich glaube alle drei habe ich. Also Wasser, Feuer, Baum. Ja. Okay, da ändern sich nämlich auch die Multiplier. Ja. Beim Wasser Twin Blade, das ist ja mehr so eine Unique Unit, also kein 1:1 Kopie von oder auch keine 1:2 Kopie von Summoner's War, sondern sehr unique. Ich spiele ihn sehr, sehr gern, gerade im Gilden-Content, weil er halt permanent mit angreift, wenn ein Verbündeter angreift. Und das macht ihn wirklich sehr, sehr stark. Man sieht ihn aber nicht so häufig als Gegner, ist mehr eine Attacker-Unit. Also hier auch von 260% Attack-Multiplier wechselt der Multiplier Attacke 160 plus Speed mal 0,9%. Beim Feuer von auch von 260% Attack Multiplier auf Attack 100% plus Max HP mal 20%. Also der Feuer im Übrigen Vanessa aus Summoner's War, der Light ist Akroma aus Summoner's War. Ihr seht es ja hier beim Baum, also bei ihm jetzt der Multiplier abhängig von der Verteidigung. Bei Light auch abhängig von der Verteidigung mal 180%. Okay. Aber okay, beim Baum, der hat Attacke
260% plus Verteidigung mal 100%. Auf gut Deutsch, was heißt das? Das heißt, wir müssen alle unsere Twin Blades komplett umbauen. Ja, damit wir hier die neuen Multiplier nutzen können. Gerade bei dem Wasser Twin Blade müssen wir jetzt auf Speed bauen, weil sein Multiplier, also Damage Output, wird abhängig sein vom Speed. Je mehr Speed, umso mehr Damage. Beim Feuer, also bei Feuer Vanessa, brauchen wir mehr HP, weil hier wiederum der neue Multiplier Damage abhängig vom Max HP Wert. Beim Baum abhängig von der Verteidigung. Light, Licht auch abhängig von der Verteidigung. Müssen wir komplett umbauen. Und beim Dark, da ist ein bisschen unterschiedlich. Vom Attacke 62%. Er bekommt nichts zusätzlich, der kann so bleiben. Er bekommt 20% zusätzlich Attack. Sehr, sehr spannend. Also, Twin Blades. Dann muss ich meine umbauen. Hm? Gut, hier bei Fire Twin Blade muss man dazu sagen, die werden meistens tanky gebaut. Auf HP mit HP, Attack HP. Aber hier, ja, naja, mal gespannt. Inwiefern, vor allen Dingen bin ich beim Wasser gespannt. Wenn wir den auf hohen Speed bauen, wird natürlich auch schwieriger, weil jetzt brauchen wir noch zusätzlich richtig Speed. Crit Rate brauchst du auch. Accuracy, also Genauigkeit, brauchst du auch für den Strip. Wird auch ein bisschen schwieriger, den auf gute Bauelemente zu bekommen. Dann weiter geht's mit unserer Mutter, Söldnermutter. Wasser, Baum und Licht bekommen Balance Patch. Ich habe die Baum. Mal schauen. Also fangen wir an mit dem Baum. Der 6-Sterne-Effekt hat sich geändert von 20% Ignore Defense. Also 6-Sterne-Effekt heißt, wenn ihr sie auf 6 Sterne macht, dann bekommt ihr ja zusätzlichen Effekt, zusätzlichen Buff. Ja, und der wird geändert bei der Baum jetzt von 20% Ignore Defense. Ignore Def fällt jetzt weg. Und dafür bekommt sie 15% Attack Bar dazu. Was heißt das jetzt? 6-Sterne-Effekt. Die schauen wir uns auch nochmal an. Die Söldnermutter. Ich habe es zwar, aber man sieht die Effekte nicht im Inventar. Da muss man hier über die Map gehen. Wo haben wir sie? Na? Wo ist die Mutter? Da ist die Mutter. Und sie bekommt ja hier einen Rückwärtsschlag. Was heißt das 6-Sterne-Effekt? 6 Sterne, verbessert Rückwärtsschlag. Rückwärtsschlag ist das hier. Ah ja, hier genau. Okay, also Teil der Verteidigung ignorieren. Das fällt jetzt komplett weg. Und dafür bekommt sie diesen Attack Bar. Aber das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Wie kann das ein 6-Sterne-Effekt sein, dieser Attack Bar? Ja. Steigert deine Attack Bar um 15%. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Vielleicht wisst ihr ja dann rein in die Kommentare schreiben. So, Wasser, Licht, Mutter garantiert dir eine Runde Unsichtbarkeit und wir attackieren den Feind.
und fügen ihm für eine Runde Taunt. Okay. Also eine Runde Provoke. Oder verlängert eine Runde Provoke. Ja. Der Schaden basiert auf der Verteidigung. Ja. Wir machen extra Schaden, wenn unsere Verteidigung, wenn die Verteidigung des Feindes niedriger ist, kommt man extra Damage. Bisschen kompliziert erklärt. Also eine Runde Provoke dazu, Ignore Death fällt weg. Ja. Ja. Ist das jetzt ein Buff oder ein Nerf? Okay, ist natürlich mit dem. Es ist ein leichter. Es ist ein Buff durch diese Unsichtbarkeit, den wir uns geben. Ja. Somit, ja, ist doch ein größerer Buff. Wir bekommen Unsichtbarkeit, provoken den Feind und der Feind kann uns quasi durch sein Provoke, wenn er uns in der nächsten Runde angreifen würde, würden wir hier natürlich nicht den Damage reinbekommen, weil wir hier auf Unsichtbarkeit sind. Also schon ein Buff. Oh, Wasser. Wassersöldnermutter, das war die schlechte. Das war die schlechte Rasse, auch kaum gesehen. Und bekommt einen totalen Rework ihres Skillsets. Ja. Am Anfang des Kampfes steigt ein Crit-Damage. Und zwar abhängig zu deiner, das ist interessant, zu deiner Resistance. Okay. Das ist ja ein komplett neuer Skill. Okay, also abhängig, wenn sie auf High Resi ist, bekommen wir umso mehr High Resi, umso mehr Crit Damage. Auch ganz, ganz neuer Effekt. Ja, habe ich so auch bei SW noch nicht gelesen. Sowas. Wenn alle Verbündeten einen Unsichtbarkeit-Effekt haben. Nein, wenn irgendein Verbündeten Unsichtbarkeit-Effekt bekommt, werden alle Debuffs entfernt und wir bekommen 2 Runden Verteidigungsbuff. Und andere Verbündeten, alle anderen Verbündeten eine Runde Death Buff. Ja. Und sofort die neue Runde. Liest sich sehr kompliziert. Wir werden es dann in der Action sehen. Also zusätzlicher Verteidigungsbuff. Da müsste man vielleicht mal schauen, ob man die nicht vielleicht dann auf Damage baut. Crit auf Death, Crit Damage, Death. Ja? Oder Speed, Crit Damage, Death. Wenn ihr mit 100% Resi, dann würde sie nämlich richtig Damage machen. In der Theorie. In der Praxis, schauen wir mal. Also Wasser, sehr interessantes Keyword. Ich merke schon, das wird ein längeres Video heute. Ich hoffe, die nächsten Balance-Patches sind ein bisschen einfacher gestrickt. Okay. Licht. Dann die Lichtsöldnermutter. Also, wenn wir attackiert werden, 10% höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Hit glänzt. Okay, da ist nicht so viel passiert, als 10% mehr Chance, dass die Attacke geglänzt wird. So, dann die Skill-Lead-Fähigkeiten ändern sich bei der Wasser.
also wir bekommen hier ein Leader Skill, wird geändert von ACC Leader Skill auf Resistance Leader Skill. Macht ja auch durchaus mehr Sinn, weil ihr Damage ja auf Resi, auf deiner eigenen Resistance beruht. Und wenn du sie jetzt ohnehin spielst als Resi-Lead, dann brauchst du auch keine 100% Resi, dann reichen da 70%. Ich schätze mal, das wird 30% oder 33%, irgend sowas. Resi Leader Skill wird die bekommen. Dann die Licht. Ändert sich der Effekt von Resi zu Accuracy, zu Genauigkeit, also gerade umgekehrt. Das, was die Wasser verliert, bekommt dann die Licht und umgekehrt. Okay, das waren die Söldnermuttern. Interesting. Ich habe die bauen. Ich bin mal gespannt. Die war eigentlich okay. Mal schauen. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir zu den Krankenschwestern und ich sehe schon Feuer. Feuerkrankenschwester, das war ja klar, dass die einen Nerf bekommen muss. Die ist so OP. Auch die Light. Auch extrem stark. Mal schauen. Also, die Krankenschwester, Feuer und Licht. Der Effekt zum Anstieg der Attack Bar hat sich von 100% auf 50% verringert. Also Attack Bar, wenn sie moved, mit diesem Effekt nicht mehr komplett. Das heißt, sie heilt nicht permanent wieder hoch und entfernt die Debuffs. Ja. Und die ist so. Okay. Sie bleibt aber immer noch stark. Es wird zwar halbiert, aber das ist immer noch stark. Ja, ist immer noch stark. Also, Feuer bleibt stark, Feuerlight bleibt stark, aber nicht mehr ganz so OP. Also für alle, die die haben, bisschen schwächer sehen. So, dann unsere Laserratte Dark. Die haut einen richtigen Hit raus, richtigen Damage. Da wird auch was am Multiplier gemacht. Der Damage als Schaden-Multiplier wurde geändert. Und zwar von Attacke 60 plus Speed plus 1,4% nach Attacke 80 plus Speed 1,2%. Das müsste jetzt mathematisch sehr gut sein. Ist das jetzt mehr? Ist das jetzt genau gleich auf oder ein bisschen weniger? Ich schätze mal, es ist ein bisschen weniger, oder? Wenn wir von 80 plus Speed auf 1,2% nochmal dazu, dann wird es am Endeffekt ein bisschen weniger, glaube ich. Aber jetzt kommen wir hier aufs Entscheidende. Ignoriert nicht länger die Passive von allen Feinden. Also passive Skills ignoriert nur die passiven Skills von Lichtattribut. Okay. Da gehen wir auch mal rein. Die Dark. Ich habe sie natürlich nicht. Ja. Okay. Auf welchem Skill war das? Okay, das betrifft dann ihre eigene Passive. Außerdem werden die Boni, die sie von diesen 3 Buffs erhalten, um 50% erhöht. Wenn sie alle 3 Effekte besitzen, also hier Attack, Geschwindigkeit, Crit erhöhen, ignoriert der Angriff die passiven Fähigkeiten aller Feinde außer dem Boss. Und das betrifft jetzt eben nur noch Light-Elemente, also Light-Gegner. Also bei Dark Devs ignoriert sie eben nicht mehr die Passive jetzt. Also schon ein Nerf. Ja, in der Praxis spielst du sie ja aber eigentlich gegen Light Dev.
Und da hat sich nichts geändert. Ja, also, ob das so viele Auswirkungen hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Ja. Ignoriert? Ja, genau. Also Dark ignoriert es weiterhin nicht. Only ignores the passive or light attribute enemies. Ja, also nur die Lichtelemente, passive. Gut, für andere, sorry, für andere hat es natürlich Auswirkungen. Ne? Also Baum, Feuer, Wasser, die passive wird auch nicht mehr ignoriert. Ja? Gilt nur noch für Lichtattribut, aber dennoch trotzdem noch stark. Halt nicht mehr so variabel einsetzbar. Ja, eben deswegen. So, die Sky Police, Himmelspolizei, da habe ich die Dark und die ist richtig, eigentlich ein LD-Nut5. Die Dark, muss man sagen, so stark, so stark. Und da ich keinen Leiden Nut5 habe, bis auf die Dark Krankenschwester, ist es so ein kleiner Trost für mich. Und der kleine Trost bekommt einen Nerf. Ja, kann man nicht anders sagen. Hier werden auch die Leader-Skills geändert. Ja, und zwar bei der Licht-Himmelspolizei ändert sich die Arena-Attacke zu Arena-Defense. Ja? Also wir bekommen ein Attack-Defense-Lead in der Arena und kein Attack-Lead mehr in der Arena. Und bei der Dark, und das finde ich jetzt eigentlich, das finde ich richtig scheiße, ehrlich gesagt. Ja, da ändert sich der Attack Gildenlead auf einen Defense Gildenlead. Ja. Und das ist so gesehen ein richtiger Nerf, denn du spielst ja Gildenteam, also im Guild War die Himmelspolizei, um deine Attack AOE-Attacker zu buffen vom Speed, weil sie ja sofort 50% Attackbar gibt. Das heißt, sie kommen sofort dran. Und wenn du sie jetzt als Lead spielst, dann haben sie nochmal zusätzlich kommen sie nicht nur sofort nach der Himmelspolizei dran, sondern haben nochmal zusätzlich 33% Attack. Ja, und das fällt jetzt eben weg, dieses 33% Attack. Also hast du nicht mehr so einen Damage-Output dann im Team. Und das ist ehrlich gesagt nicht so gut, weil du brauchst jetzt noch einen Attack-Buffer zusätzlich. Ja, eine andere Unit, die dir wiederum diesen Attack, der dir verloren geht, dann ersetzt. Ja, das ist nicht so optimal. Muss man auch geändertes Team jetzt ein bisschen spielen, weil 33% mehr höhere Damage ist schon eine Hausnummer. Ja. Ja, die Scharfschützen. Ihr seht schon, Baum, Scharfschütze. Da werden einige jetzt sagen, oh, 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 oh. Ja. Weil das ist ja die Key-Unit für viele Dungeons, Wasser-Dungeons. Ja. Haust du den Baum, Scharfschützen rein, dann wird es schon laufen. Essig, sagen sich hier die Publisher. Aber der Reihe nach. Also, der Scharfschütze Licht. Der 6-Sterne-Effekt hat sich geändert von plus 15 Speed auf plus 15 Crit Rate. Also, wenn ihr ihn auf 6 Sterne macht, den Licht, bekommt ihr nicht mehr Speed, sondern Crit Rate dazu. Das ist für mich, ja gut. Je nachdem, wo ihr ihn spielt. Ich finde, gerade für wer ihn hat, für Early Game, Anfänger und Early Game, finde ich das eigentlich ein Buff. Besser, weil es ist schwer auf Crit Rate zu kommen. Auf einem guten Set finde ich eigentlich ein Buff für den Light Scharfschützen. Der Wasserscharfschütze
Okay, steigert deine Attack Bar. Hm, die Steigerung der Attack Bar erfordert keinen kritischen Hit. Okay, wir müssen nicht mehr einen Kritten, um unsere Attack Bar zu buffen. Und wir buffen unsere Attack Bar Leiste jetzt 5% mehr, also auf 15%. Okay. Das ist ein guter Buff. Ja, garantiert 2 Runden Geschwindigkeitsbuff. Okay, wurde justiert zu einem Stack von Nullify. Was war nochmal Nullify? Gehen wir auch gerade nochmal rein hier. Ich spiele den gar nicht. Deswegen, ich spiele nur den Feuer und Wind. Okay. Oh, wo war hier mit, hier. Greife einen Feind zweimal an, wobei jede Attacke, jedes Mal, wenn ein kritischer Treffer landet, erhöht sich die Aktionsleiste aller Verbündeten um 10%, und das wird jetzt auf 15% gesteigert, aber ohne dass wir den kritischen Treffer landen müssen. Ja. Okay. Wer zusätzlich allen Verbündeten 2 Runden Geschwindigkeit erhöhen, aber das hat man doch schon vorher gehabt. Den Speed Buff. Okay. Gut, also auf jeden Fall ein Buff für den Wasserschützen. Okay. Wasserschütze, der Lead Skill wird auch geändert. Von Dungeon Crit Rate Leader Skill hat er ja zu Dungeon Resi Leader Skill. Das ist natürlich wieder Nerf. Ja. Also statt Crit Rate Lead hatte jetzt Resi Lead. Sehr schlecht für einen Dungeon. Eigentlich. Okay, weiter geht's. Der Baum. Also eigentlich unsere Top, die stärkste 4-Sterne-Unit, wenn man mal von den Leiden Dark Units absieht, würde ich ihn als Top 3 hier der 4-Sterne-Elements ansehen. Auf jeden Fall. Der Damage wird um 10% zurückgeschraubt. 10%. Okay. Also, er bleibt noch stark. Er wird nicht tot genervt, er bleibt noch stark. Aber 10%, wenn man gerade so beim Boss, im Dungeon ist, ist natürlich schon, kann manchmal viel ausmachen. Ja. Besser Bauelemente. Wir brauchen stärkere Bauelemente auf dem Baum scharf stützen. So, Lucky Shot, der Licht-Scharfschütze bekommt auch ein Rework. Okay. Also wenn er angreift, da ist bekommen wir eine Chance von 45% auf den Death Ignore. Okay. Oh, das ist jetzt interessant. Mit der Aktivierungschance im Verhältnis zu deiner Glücksrate. Was heißt das jetzt? Wenn er angreift, 45% Chance auf Death Ignore mit der Aktivierungschance im Verhältnis zur Glücksrate. Heißt das, wir bekommen dann noch höhere Chance auf den Ignore Defense? Ja.
Also einiges, ihr seht, einiges ist auch im Englischen nicht so verständlich erklärt. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich habe den Licht-Scharfschützen sowieso nicht. Und Licht Ability, also sein Dungeon HP Leader Skill, ändert sich zu einem Crit Rate Leader Skill. Also der Licht-Scharfschütze bekommt einen sehr guten Buff. Ja, so sehe ich das. Aber hier das mit der Aktivierungschance abhängig zur Glücksrate. Eigentlich, ihr wisst ja, äh, für die gerade die Dungeon Runs, wo wir Bauelemente farmen, aber auch dann später, wo wir Grinds Aktivierer farmen und Subchanger farmen. Da wollen wir so hohe Glücksrate wie möglich haben. Und wenn man ihn ohnehin auf mehr Glück bauen muss, man kann ihn jetzt aber auch leichter bauen, weil er bekommt ja den Critical Rate Leader Skill ohnehin. Das sparst du dir dann hier ein bisschen an der Critical Rate und kannst sie dann mehr auf Glück bauen. Dann passt es eigentlich sehr gut für den Dungeon. Ja? Für die Dark Dungeons dann. Ja? Okay, also so viel zu den Scharfschützen. Naja, ich hatte Schlimmeres befürchtet, ehrlich gesagt, beim Baum Scharfschützen. Gehen wir hier zu unserem Bomber. Das sieht ja schon cool aus, ne? Okay, der Feuer und Dark bekommen eine Änderung. Okay. Also die Chance, Bomben zu platzieren, wurde von 30% auf 50% angehoben beim Feuer, was ein guter Buff ist. 30% ist schon nicht so doll, ne? Aber dafür wurde der Damage zurückgefahren. Also ihr bekommt einen Buff und danach gleich wieder einen Nerf. Und für 18% weniger Damage. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum muss man den dann sofort wieder nerven im Damage? Ja. Verstehe ich nicht. Na gut. Sei es drum. Beim Dark Bomber hier wurde der Cooldown um eine Runde reduziert. Also hier auch ein leichter Buff. Bekommt kein Nerf. Direkt leichter Buff beim Dark. Oh, jetzt kommen wir zu den Bären. Das, was die meisten interessiert. Mich eingeschlossen. Aber ihr seht schon, der Leitbär ist nicht dabei. Der Leitbär ist nicht dabei. Und das finde ich richtig mies, ehrlich gesagt. Weil der verdient auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Nerf. Aber der Baumbär, der ist auch OP as fuck. Also der Effekt, um die Attack Bar zu buffen, hat sich reduziert von 50 auf 40%. Also ein leichter Nerf. Aber auch nur 10%. Man geht hier wohl auf Nummer sicher ran und will ihn nicht zu stark nerven. Ja. Also 10% weniger Attack Bar Buff. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Der Dark Bär, der ist eigentlich, gehört er zu den nicht schlechteren Bären. Ja, siehst du auch recht selten, ehrlich gesagt. Bekommt einen kompletten Rework seines Skills. Okay, schauen wir mal. Also, wenn er angegriffen wird, ist da eine 10%ige Chance, dass der Treffer glänzt. Okay. Ist das jetzt schon der komplette Rework? Rework.
Für welchen gilt das? Skill gilt das jetzt? Wenn er schläft, im Schlafstatus ist, kann er immer noch was machen. Wenn Still Act, okay. Und nach deinem Angriff, also nach deinem Angriff, nach deiner Runde, hast du eine 35-prozentige Chance, auf drei zusätzliche Attacken. Okay. Am Ende der Runde steigt zufallsmäßig deine Attack Bar von zwischen 0 und 50%. Jetzt wird es aber sehr viel RNG hier. Ja. Also wir haben 35%ige Chance nochmal auf 3 zusätzliche Attacken. Und am Ende der Runde haben wir auch nochmal zufällig einen Anstieg der Attack Bar zwischen 0 und 50%. Also er kann super OP sein, muss aber nicht. Glückssache. Glückssache. Ja. Aber der Damage auch hier steigt um 30% an bei diesem Skill. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Ja. Also liest sich sehr gut. Der Dark Bear, also ich schätze mal, ist der nächste nervige Bär. In der Arena und im Gilden-Content. Haben wir dann 3 beschissene Bären. Ja, naja. Also die Bären echt richtig stark. Und jetzt machen sie den Dark auch noch, statt den Light hier runter zu nerven, machen die denn jetzt den Dark genauso OP? Was ist das denn für eine Logik? Verstehe ich nicht. Ja? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig diese Logik. Okay, weiter geht's. Kommen wir zum hier zu unserem Lichtfänger. Zum Dark, also Dark Lichtfänger, Darkfänger. Okay. Die Angriffskraft steigt mit jedem Stack. Das wurde jetzt um 100%. Also steigt von 50% war es mal, geht jetzt auf 100% hoch. Das ist auch ganz schöner Buff. Ja. Wenn er 2 Stack schon hat, dann ist der Damage basierend auf des Gegners Maximal HP. Es bin reduced vom 8 zu 5%. Okay. Also der Damage beim Gegner. Früher war es 8% von seiner Max HP des Gegners. Jetzt sind es nur noch 5%. Er bekommt auch sofort wieder Nerf. Er bekommt ersten Buff und sofort gleich wieder den Nerf. Im Damage. Ja. Also ein paar ziemlich Buffs, Nerfs im gleichen Balance Patch für die verschiedene Elements. Ja. Weiß auch nicht, was das soll. Naja. So, unser Kürbis in Wind, also im Baumelement. Ja. Der Base Lebenspunkte, Base HP, LP Lebenspunkte wurde angehoben. Base HP increased. Und Attack Power und Defense wurden gesenkt. Okay. Und sein Stun kann jetzt nicht resistet werden. Gut. Wer spielt den Kürbis? Light, also der Kürbis Dark ist ja super OP. Feuer auch, wird auch gespielt.
gespielt. Okay. Dann hier unser Dome-Fighter Wasser. Der ist auch sowas von nervig in der Arena. Ja. Der wurde auch genervt. Der Stack von seinem Damage, ansteigenden Damage wurde von 30 auf 22% reduziert. Und der eingehende Damage, den er bekommt, wurde von 9% auf 6% reduziert. Okay. Also der bekommt auch einen Nerf. So viel zu den Balance-Patchen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja. Ja. Dann Schlacht, Counter-Attack. Also Konter. Oh, da ist auch was passiert. Statt 100% Damage bei die Skills wurden geändert. Also statt 100% Angriffskraft wird die Angriffskraft nur noch 70% betragen bei Counter-Attack. Das ist jetzt sehr wichtig für die Bären. Ja, die machen jetzt nicht mehr so den Damage. Also eigentlich hier nochmal ein zusätzlicher Nerf für die Bären. Finde ich gut. Ja. Gilt aber natürlich nicht nur für die Bären, sondern für alle Units, die entweder auf einem Counter-Attack-Set sind. Ja. Aber das ist nur auf dem Set, also nicht die Skills werden vom Damage reduziert. Gilt nur für die Bauelemente. Ja. Also für die Bauelemente runter gilt das nur. Ja. Und es gilt auch, okay, Kommando zurück, es gilt auch für Elements, die auf ihren ersten Skill einen Konter haben. Ja. Die werden auch nur noch 70% von ihrem normalen Damage auf dem ersten Skill machen. Okay, also dann doch. Ja. Okay, also, erste Bauelement-Set bekommt einen Nerf. Ja. So, das zweite ist Echo. Jetzt bin ich gespannt. Echo-Set, das ist mehr so ein Equal zum Weilen-Set. Und es ist ein stark entschärftes Bio-Set. Sagen wir das vor. Ja. Okay. Also einige Angriffe, die durch dieses Echo-Set bestimmte Effekte nicht supported haben, bekommen jetzt eine Änderung. Genau. Okay, und zwar, das betrifft also die Attack Bar. Ich wusste gar nicht, dass das die Attack Bar, dass die durch das Echo-Set den Skill gar nicht triggern können. Okay, wieder was dazugelernt, siehst du mal. Also auf jeden Fall kann man jetzt den Skill triggern mit dem Echo-Set. Und zwar Attack Bar für Attack Bar, Anstieg und für den Heilen-Effekt. Ja, der Kriegskrankenschwester. Auf A1. Ja. Ihr seht ja hier Skill 2 und hier bei den Küchenchefs auf A1. Okay. Wasserbaum und Dark-Attribute. Himmelspolizei betrifft das der A2. Okay. Und beim River A2 für Feuer und Licht gilt das. Naja. Okay, ist mir nie aufgefallen. Aber ich habe die ja auch gar nicht auf Echo-Set, deswegen ist mir das nie aufgefallen. Okay. Gut. Escorte, Provoke. Alle Bosse, die
immun sind gegen Provoke. Gegen Taunt immun sind, werden auch gegen Provoke immun sein. Okay. Also Provoke Set auch ein bisschen entschärft, was Bosse betrifft. Wenn ich das hier richtig interpretiere, dann Bombenschaden kann ich länger ignorieren, den maximalen Damage, Maximal Damage Limit Effekt. Okay. Der A3 vom Light Dome Fire. Das Beispiel wird hinzugefügt. Auch etwas entschärft. Okay. Naja, gut. Also. Und hier haben wir noch ein paar Nice-to-have-Verbesserungen. Chat und so kann man jetzt blockieren. Ja. Blockfunktionen haben sich viele gewünscht. Da ist sie. Ja. Naja, also doch ein sehr, sehr großes Update, was hier kommt. Hier haben wir noch mal GK, Defense Rekord. Okay, also das sind ja alles noch mal so kleinere Game-in-Game-Verbesserungen. Ja. Okay, gut. Also, ein wirklich großes Update. Interessante Balance-Patches. Ja, warum lädt er das nicht? Why? Ja. Also, es passiert einiges schon nach 2 Monaten, so ein großes Update. Ich bin schon ein bisschen überrascht. Deutsch wurde ja angeblich auch ein bisschen verbessert, die Übersetzung. Ja. Ähm, ja, ab dem Update. Ich bin gespannt, ob das der Wahrheit entspricht. Wir werden es sehen. Lasst mal in den Kommentaren, was ihr zum Balance Patch meint. Ob ihr es genauso scheiße findet, dass der Lightbear keinen Nerf bekommen hat. Ja. Und was ihr so generell vielleicht zu den Kriegskrankenschwestern sagt. Hätten die noch einen stärkeren Nerf gebraucht? Oder ist das okay so für euch? Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Patch. Es passiert einiges im Spiel. Und wir sehen uns wieder. Heute sehr, sehr langes Video. Ich weiß. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Keep on grinding. Euer Lobo.